Geht dir der Sound in deinem T5 auch auf den Sack, weil du die originalen VW-Lautsprecher noch drin hast? Dann schmeiß die doch einfach mal raus, mach geile Option Frontlautsprecher rein. Das sind Hammer-Lautsprecher direkt aufs Radio angeschlossen per Plug-and-Play und sorgen für mega viel Spaß beim Sound im Auto. Wir zeigen dir in diesem Video, wie man es einbaut. Die Lautsprecher, die wir heute zusammen in diesem Video einbauen, sind die Option T5 und T6, also die passen hier optimal und perfekt vorbereitet in den VW T5 rein. Wir haben auch schon ein Video gemacht über den VW T6, wo wir das Ganze dann ganz speziell im T6 einbauen, aber hier sprechen wir einfach mal nur von dem VW T5 und jedes Detail zeigen wir euch heute, wie es eingebaut wird. Und es handelt sich hier um 20 cm Tieftöner. Das heißt, wir haben hier mal so richtig große Membranflächen, die natürlich für ordentlich Bass sorgen. Die haben einen sehr guten Wirkungsgrad und können natürlich auch am Autoradio direkt betrieben werden, ohne direkt eine Endstufe einzubauen. Durch die 100 Watt RMS pro Kanal kann natürlich auch eine Endstufe ergänzt werden, ist aber absolut nicht notwendig. Das macht richtig viel Spaß, auch schon ohne Endstufe. Dabei sind auch 28 mm Gewebe-Hochtöner mit der entsprechenden Vorbereitung drin für die Hochtonaufnahme im VW T5, ebenfalls mit den passenden Steckern. Hier ist alles per Plug-and-Play, auch die Tieftöner. Ihr werdet es gleich sehen beim Einbauen. Das klingt natürlich auch richtig seidig. Hier ein 28 mm Gewebe-Hochtöner, der macht einen sehr, sehr warmen Hochtonbereich. Damit es bei der Montage und beim Sound richtig geil wird, haben wir für euch ein Ergänzungspaket für den VW T5 zusammengestellt, wo wir all diese Sachen hier bei uns in dem Video verwenden. Und dabei handelt es sich um ein Torx-Schraubendreher-Kit, um Remover-Tool, um die Türverkleidung und die Abdeckgitter perfekt abnehmen zu können. Und wir haben eine Nietzange mit dabei, damit ihr auch die Nieten, die im Lautsprechersystem hier mit enthalten sind, auch fachgerecht einbringen könnt. Wir haben ein Dämmmaterial mit 4 Blechdämmmatten und einer Akustikdämmmatte. Und wir haben noch die Schalltrichter für die Türverkleidung rechts und links direkt auf den Lautsprecher drauf, damit der Schall direkt durchs Gitter nach draußen kommt und nicht irgendwo in der Türverkleidung hängen bleibt. Um den Hochtöner zu tauschen, müssen wir lediglich das Gitter oben mit unserem Remover-Tool entfernen. Dazu können wir hier an der Seite reinfahren und die Clips hier lösen. Da ist einer hier und einer ist da drüben. Das war's. So können wir das Gitter entfernen. Und da ist auch der alte Hochtöner, den wir jetzt mit einem Torx rausmachen. Und weil nicht jeder so eine Ratsche daheim hat mit so einem Torx-Aufsatz, lege ich euch in das Ergänzungspaket natürlich auch noch einen passenden Winkel-Torx dabei, dass er das hier genauso rausbringt. Den Hochtöner können wir mit dem Stecker hier entklicken und jetzt komplett rausnehmen. Das ist unser alter Hochtöner, schon ziemlich verstaubt und klein. Und das ist unser neuer Hochtöner. Ja, das schaut natürlich schon wesentlich interessanter aus. Und das ist die gleiche Montageplatte und die bauen wir jetzt genauso rein, wie wir gerade eben den alten Lautsprecher rausgebaut haben. Hier in die Führung rein. Und dann hier runter. So. Den Kondensator oder die Frequenzweiche in dem Kabel können wir hier drinnen verstauen. Da geht es hier nirgendwo im Weg um. Und ist weg. Gitter wieder drauf, vorne schön einführen und dann in die Klickrinnen rein und fertig. Sowas braucht circa 5 Minuten. Jetzt sind wir schon bei der Türe und da geht's los, den Türgriff zu entfernen. Hier kann man unten reinfahren in dieser Kante und das Ganze nach oben rausklicken. Und dann hat man die Verkleidung schon in der Hand. Unter dem Türgriff befinden sich 2 Kreuzschlitzschrauben. Beide lösen und erstmal im Schacht liegen lassen. Jetzt haben wir noch 3 Schrauben, eine hier, eine hier, eine hier und eine hier. Und das machen wir mit einem 25er Torx.
Wenn die Schrauben gelöst sind, können wir jetzt mit dem Remover-Tool an der Seite mal unten reinfahren und das so ein bisschen aufkanten und dann kommen schon die ersten Clips, ihr hört es. Und wenn man auch mal die Türverkleidung schon so weit weg hat, dann kann man jetzt auch mit den Fingern unten reinfahren und ein bisschen den Druck aufbauen, um die nächsten Clips hier zu lösen. Genau, das sind pro Seite 3 Stück. So, da oben war noch einer, jawohl. Und jetzt die Türverkleidung nach oben rausziehen. Und jetzt haben wir hinten drinnen noch den Verriegler. Und den ziehen wir hier ein bisschen an und können das Ganze hier aushängen und haben den in der Hand. Und hier haben wir noch einen Stecker, der hier abgesteckt werden muss und hier entriegelt. Beim Wegmachen der Türverkleidung kann es durchaus mal passieren, dass auch so ein Clip hier an der Türe hängen bleibt. Ja? Den müssen wir jetzt separat rausziehen und dazu haben wir ja dieses coole Remover-Tool und damit können wir jetzt hier reinfahren und einen Hebel aufbauen und das Ganze hier rausnehmen. Bei so älteren Fahrzeugen kann es natürlich gern mal passieren, dass auch so Clips eigentlich kaputt sind. Hier, der ist schon mal abgebrochen gewesen und verriegelt nicht mehr richtig. Und sowas kann man natürlich jederzeit bei VW als Ersatzteil holen. Das ist überhaupt kein Problem, liegt im Cent-Bereich. Und natürlich hier wieder auf die entsprechende Position bringen. Die Original-VW-Lautsprecher sind alle immer genietet hier. Das heißt, wir müssen hier mit einem Bohrer die Nieten erstmal anbohren und den Kopf wegmachen. Das müssen wir bei allen Nieten machen. Wir können jetzt hier unten rein und da schau mal, da geht schon alles weg, weil die ganzen Verriegelungen hier schon weg sind. Und jetzt können wir den Stecker hier abklicken und haben den Original-Lautsprecher hier in der Hand. Nur mal zum kurzen Vergleich. Schon ein bisschen lächerlich, so ein Lautsprecher hier. Der muss weg und wir machen jetzt den neuen rein. Aber zuerst müssen wir jetzt die Nieten hier noch aus den Nietenlöchern entfernen. Es gibt 2 Varianten, so eine Niete komplett rauszumachen, indem man sie entweder komplett rausbohrt oder man nimmt eine Beißzange und nimmt es ganz scharf hier dran weg, hält es innen dagegen. So. Und kann das Ganze von außen jetzt nach innen reindrücken. So. Autos mit einem älteren Baujahr haben dann vielleicht doch mal ein kleines Schmutzproblem. Um jetzt hier unsere Dämmmatten aufzukleben, empfehle ich natürlich vorher mal das Blech ein bisschen fettfrei und schmutzfrei zu machen, damit unser Kleber richtig gut hebt. Es gibt natürlich auch Türen mit Hohlraumversiegelung, wo der Schmotter hier überall rumläuft. Das gehört natürlich vorher weg. Das ist ja nichts anderes wie Fett in erster Linie. Die Lautsprecher können natürlich auch ohne Dämmung installiert werden und machen auch einen besseren Sound wie die Originallautsprecher. Aber damit es wirklich richtig gut wird, gehört so eine Dämmung einfach mit zum guten Ton, weil der Ton wird besser, weil das Ganze, wenn das hier schwerer ist und nicht mitscheppert und mitschwingt, macht der Bass danach noch mehr Bass. Und da wollen wir ja hinkommen. Wir machen jetzt erstmal die Außenhaut hier, so gut wir hinkommen mit dem Material zu und kleben das einmal eine Fläche drauf. Insgesamt brauchen wir pro Türe 2 Alu-Bethyl-Dämmmatten und ihr könnt es natürlich alles gebrauchen, auch kleine Fätzchen, wenn übrig bleiben. Wir haben jetzt für das Außenblech ca. 1/3 einer Matte benötigt. Und jetzt können wir auch, weil wir jetzt sowieso nirgendwo mehr hinkommen, und das Wichtigere ist tatsächlich dieses Blech, wo der Lautsprecher montiert wird. Wir können jetzt den Lautsprecher wieder montieren und machen dann die restliche Türdämmung soweit fertig, was wir alles an der Türe machen. Lautsprecher mal anstecken und hier so positionieren, dass die Löcher jetzt auch überall übereinstimmen. Niete in die Nietzange und fangen wir da oben mit einer an. Und jetzt können wir die mehrmals zusammendrücken, bis sie abreißt. So, dann ist die erste Niete drin und die zweite folgt sogleich. Und davon machen wir 6 Stück rein. So.
Auf das Blech der Türe machen wir jetzt tatsächlich noch circa so viel von den 2 Dämmmatten drauf, dass irgendwie eine Hälfte einer Matte noch übrig bleibt. Alles andere kleben wir jetzt hier als Streifen um den Lautsprecher rum und auf große Flächen drauf. Achtet bitte darauf, dass die Schraublöcher nicht überklebt werden. Und ja, dann schaut mir einfach mal zu. Zunächst machen wir noch den Schalltrichter hier drauf. Und zwar muss der jetzt so sein, dass der Lappen einmal rechts hoch und einmal links, also zur Türe hin zeigt und natürlich dann so in die Fassung hier optimal reinriegeln kann. Und damit ist der dann erstmal auf fix dran und jetzt können wir hintenrum die Dämmung draufbringen. Bei den Ringen steht übrigens drauf, vorne links und vorne rechts ist hiermit eingestanzt, falls jemand sucht, welcher Ring eigentlich wohin gehört. So muss die Dämmung auf die Türe angebracht werden und dann macht der Bass auch Bass. Die Türverkleidung von hinten hat viele gerade Flächen, die sollten wir entdröhnen. Und hier ist auch von VW ein bisschen Dämmmaterial angebracht. Wir können das wegmachen erstmal. Wir machen jetzt erstens was Besseres drauf und zweitens können wir die immer noch zum Schluss nochmal drüber machen. Da, wo sie gerade eben war, aber jetzt machen wir erstmal unsere Dämmmatten drauf. Und da haben wir ja jetzt unsere Dämmmatte übrig, den Rest, und den können wir uns mal klein schneiden. Gerade an den großen, flachen Stellen bringen wir jetzt überall nochmal eine Dämmmatte mit auf. Bitte nicht übers Gitter kleben, da muss nachher noch der Schall durch. Den Dämmschaum bringen wir hauptsächlich hier um den Lautsprecher drumherum an. Und dementsprechend können wir uns den natürlich auch zurechtschneiden. Jetzt können wir natürlich auch den alten Dämmschaum oder die alte Dämmmatte von VW auch wieder hier drauf machen und mit da unten drin anbringen. Entriegelungshebel wieder einhängen, zumachen, hier Fensterheberstecker. Und wenn man jetzt die Türverkleidung hier anschmiegt, dann passt bitte darauf auf, dass die Gummilippen von dem Schalltrichter sich dieser Form genau anpassen. Und jetzt hängen wir das natürlich wieder oben ein. Wir müssen auch den Öffnungspin hier unten erstmal einhängen. So, und jetzt ganz dran und von oben nach unten einführen. Und jetzt natürlich auch schauen, dass die Clips alle an der richtigen Position sind. Da verhakelt sich schon einer hier. Der muss natürlich so drin sein, dass der in dieses vorgesehene Loch schon passt und dann dran. Und vorne das gleiche Spiel. Jetzt noch flink die Schrauben wieder da rein, wo sie waren. Und dann geht es auch schon an den Soundcheck. Auf der Fahrerseite ist alles exakt gleich, bis auf diesen Anschlussstecker hier von den Fensterhebern. Das ganze Modul sollte vorher entriegelt werden, damit man an die Stecker drankommt, die vernünftig wegzumachen. Und die werden so rausgemacht, ganz einfach, so wie ich es jetzt gerade reingemacht habe. Also genau hier vorne an der Spitze reinfahren und so lang drücken, bis das Ding hier unten den Entriegler getätigt hat. Da unten ist nur so eine kleine Spange drin. Und dann kann man das Ganze nach vorne rausziehen und genauso wieder reinmachen. Wenn ihr einen ordentlichen Soundcheck machen wollt, dann denkt bitte dran, am Autoradio die Bässe und die Höhen alles auf 0 einzustellen, dass praktisch alles neutral ist. Bei so einem Autoradio wie hier, bei unserem Pioneer SPH 130 DAB, haben wir einen Equalizer drin und da soll die Frequenzkurve so ausschauen und nicht irgendwie schon so verstellt. Macht erstmal flat, macht euch ein schönes Bild über das, wie das Lautsprechersystem erstmal klingt bei neutralen Einstellungen. Mein Versprechen gilt, das klingt um Welten besser wie vorher. Ihr könnt ja mal ganz kurz mit reinhören. Der Bass, der geht ab. Kein Vergleich. Der spielt richtig in den Keller runter. Und jetzt drehen wir mal ein bisschen auf hier. Wahnsinn.
Die Höhen sind viel brillanter jetzt auch da. Der Sound löst sich von den Lautsprechern. Ihr habt es hier richtig schön da in eurer Fahrgastzelle. So ist einfach Sound richtig und nicht so, wie es vorher war. Für das, dass nur Lautsprecher getauscht worden sind und die Türdämmung gemacht worden ist und sonst eigentlich nichts passiert ist das der Hammer. Hört euch das mal an, was da abgeht. Richtig geiles Gestampfe. Bam! Unfassbar! Viel geiler wie vorher! Und das Ganze nur aufs Autoradio. Leute, ihr werdet begeistert sein und ich spiele euch nichts vor, wie wenn das so wäre. Aber es ist gar nicht so. Das ist wirklich so. Überzeugt euch selber. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch auf sowas mal einlasst und es selber mal probiert und uns Feedback darüber gebt. Und ansonsten könnt ihr natürlich bis zum nächsten Video warten, wenn es wieder heißt, wir bringen den geilen Sound ins Auto, vielleicht auch in das Auto, das ihr daheim fahrt, falls ihr mal kein T5-Fahrer seid, weil die haben jetzt Beschäftigung. Bis zum nächsten Mal, euer Olli.